Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Sheffield. 2 Tage nach der Katastrophe die Suche nach Konsequenzen. Klausurtagung. CDU-Führung beschließt Kurskorrektur der Regierungspolitik. Bürgerkrieg. In der libanesischen Hauptstadt Beirut geht das Sterben weiter. Volksabstimmung. Uruguays Bürger sind für die Aussöhnung mit den Militärs. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dass es nicht blutige Rivalität war zwischen den Fans zweier Fußballclubs, die das Unglück im Stadion von Sheffield ausgelöst hat, das ist das einzig Tröstliche an der Katastrophe vom letzten Samstag. Das muss noch nicht viel heißen. Die Fußball-Hooligans bleiben auf der Insel ein Problem. Erst heute haben sie sich vehement gegen die Idee gewehrt, im Interesse der Sicherheit auf Stehplätze in britischen Stadien künftig zu verzichten, wie das von der FIFA, dem Weltfußballverband, schon lange vorgeschlagen wird. Es gibt sie überall, die Fußballrüpel. In Algerien haben sie am letzten Wochenende einen Torhüter niedergestochen, das Spielfeld besetzt und anschließend eine Schule geplündert. Verletzte Fans werden auch aus Dresden gemeldet. Beim Vorverkauf für das UEFA-Pokalspiel Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart am nächsten Mittwoch sind 18 Personen zu Schaden gekommen, wegen schwerer organisatorischer Mängel, wie es heißt. Die sind offenkundig auch die Ursache für das Desaster von Sheffield. Die britische Regierung hat heute eine Untersuchungskommission eingesetzt, die die Gründe für den Tod von 94 Menschen herausfinden soll. Aus London, Marie-Elisabeth Simmert. 94 dunkle Glockenschläge läuteten in Liverpool eine Woche der Trauer ein. Eigentlich wird diese Glocke in der anglikanischen Kathedrale nur geläutet, wenn der Monarch gestorben ist. Jetzt galt sie den Opfern der Fußballtragödie. Unaufhörlich strömt seit gestern Morgen die Bevölkerung von Liverpool in das Anfield-Stadion, um zu trauern. Die Tribüne, wo die Fans ihren traditionellen Platz haben, verwandelt sich langsam in ein Blumenmeer. Eine Kapelle der Heilsarmee spielte Trauermusik. Und die Menschen von Liverpool, die in den letzten 10 Jahren so schwere wirtschaftliche Zeiten durchmachten und wohl gerade deshalb so besonders stolz auf ihre Fußballer sind, versuchen zu begreifen. In Sheffield ist das Eingangstor zur Westtribüne des Hillsborough-Stadions zur Gedenkstätte geworden. Seitdem die Polizei die Namen der Toten veröffentlicht hat, werden die letzten Grüße, die hier niedergelegt werden, persönlicher. Der Prinz und die Prinzessin von Wales besuchten heute Nachmittag die 41 Verletzten, die noch in 2 Sheffielder Krankenhäusern liegen. Doch sie konnten nicht mit allen sprechen, denn 17 Opfer sind auf der Intensivstation. Ob einige von ihnen jemals wieder gesund werden, steht noch nicht fest. Ärzte befürchten, dass 6 Verletzte bleibende Hirnschäden behalten. Immer heftiger wird in Großbritannien die Rolle der Polizei und der verantwortlichen Fußballfunktionäre diskutiert. War es ausreichend, für den Andrang von 55.000 Zuschauern nur 800 Polizisten einzusetzen? Was haben sich die Verantwortlichen dabei gedacht, den Andrang unmittelbar vor dem Eingang zur Westtribüne so auflaufen zu lassen? Konnte der nicht schon vorher abgefangen werden? Warum wurde der Spielbeginn nicht verschoben? Es heißt, die Polizei habe darum gebeten, als die Situation vor dem Stadion unkontrollierbar wurde. Die Fußballfunktionäre müssen sich hier sagen lassen, dass sie nicht in der Lage seien, mit den Massen umzugehen, die sie als Zuschauer brauchen, um das Geschäft zu machen. Eingezäunt wie Tiere werden die unbequemen Fans. Todeskäfige nennt das eine britische Zeitung heute. Ermuntert das nicht geradezu die Hooligans, sich gewalttätig zu benehmen? Innenminister Douglas Hurt sagte heute, dass er darin auch keinen Sinn mehr sehen könne. Und als völlig unzureichend erwies sich am Tag des Unglücks, was als erste Hilfe vorgesehen war. So gut wie nichts. Ein Arzt, der sich unter den Zuschauern befand und dann verzweifelt zu helfen versuchte, sagte im britischen Fernsehen: Das war Unfähigkeit von Anfang bis zum Ende in der ganzen Organisation. Es wird Zeit, nach der Verantwortung zu fragen. Und dazu gehört auch die Frage, ob es zu verantworten ist, die Zuschauer in den alten Stadien auf Stehplätzen zusammenzupferchen. Der britische Innenminister sagte heute ganz klar, nein, das muss als erstes geändert werden, es darf nur noch Sitzplätze geben. Dass Hooligans schon Sitze herausgerissen haben und sie als Wurfgeschosse gegen die Polizei schleuderten, darf für die Fußballmanager nicht als Ausrede gelten. Mühsame moralische Aufgabe ist es vielmehr, die Rowdies nicht ins Abseits zu drängen, sondern sie wieder aufzunehmen, nicht als Hooligans, sondern als Kinder.
Der englische Fußballverband will die Pokalrunde nun doch fortsetzen. Das am Samstag abgebrochene Spiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest soll am 7. Mai in Manchester nachgeholt werden. Kaum ein Sport ist weltweit besser organisiert als der Fußball. Aber die Regeln und Vorschriften gelten im Allgemeinen nur für das, was auf dem Rasen geschieht. Was die Rowdies auf den Tribünen anstellen, dafür sind die Fachverbände nicht zuständig. Das ist Sache der Vereine, am Ende der Polizei und der Gerichte. Aber gleichgültig kann es den Fußballfunktionären kaum sein, wenn sie mit ansehen müssen, wie ihr Sport wieder mal in Verruf gerät. Ich sprach darüber heute Abend mit dem Generalsekretär der FIFA, des Weltfußballverbandes, mit dem Schweizer Sepp Blatter. Guten Abend, Herr Blatter. Guten Abend, Herr Friedrich. Herr Blatter, ich vermute mal, dass Sie die meisten großen Fußballstadien der Welt kennen. Ist Hillsborough, also das Stadion in Sheffield, die Regel oder eher die Ausnahme? Das ist die Ausnahme von großen Stadien. Obwohl es ein Stadion ist mit einer ziemlich großen Kapazität, über 50.000, darf es nicht in die großen Stadien der Welt eingereiht werden. Sind die anderen vergleichbarer Größe sicherer nach Ihrer Kenntnis? Also ich glaube, die Stadien, die großen Stadien der sogenannten Fußballnationen sind sicherer, weil sie auch moderner sind. Aber trotzdem muss ich sagen, dass England mit seinen alten Stadien nicht allein dasteht, denn im Kontinentaleuropa und auch in einigen Städten Südamerikas gibt es noch Stadien, wo solche Vorkommnisse, solche Tragödien, wie sie sich jetzt in Sheffield zugetragen haben, auch vorkommen könnten. Was kann denn die FIFA tun, Herr Blatter, um eine Katastrophe, wie wir sie in Sheffield erlebt haben, in Zukunft zu verhindern? Ja, die FIFA, die kann nichts anderes tun, als das, was wir seit 1982 predigen, in unserem Rapport an den Kongress in Madrid. Das heißt, um Zwischenfälle bei den Zuschauern zu vermeiden, sollen nur noch Sitzplätze in die Stadien kommen. Wir haben dann nach der Heysel-Katastrophe im 85 diese Empfehlungen als Vorschriften durchgehen lassen und sind jetzt schon so weit, dass mindestens 1990 in Italien alle 12 Stadien nur noch mit individuellen Sitzplätzen bestückt sind. Aber was wir jetzt weiterhin in dieser Angelegenheit tun können, ist, dass wir in einer ersten Phase einmal für die restlichen Ausscheidungsspiele für die Weltmeisterschaft, die jetzt im April und Mai in eine entscheidende Phase in Europa steigt, die Veranstalter auf ihre Verantwortung aufmerksam machen und dann in einer zweiten Phase, das wäre dann nach dem 1. Juni, wenn das Exekutivkomitee der FIFA zusammenkommt, dass wir bindende Vorschriften herauslassen, um die Stadien so zu bauen oder umzubauen, damit die Sicherheit garantiert ist. Es ist also nicht möglich, dass die FIFA nur noch Spiele sanktioniert, also gestattet, die in Stadien stattfinden, in denen es nur Sitzplätze gibt. Es wird in Zukunft möglich sein, dass die FIFA vorschreibt, dass solche Spiele, internationale Spiele, nur in Stadien stattfinden, entweder die volle Kapazität an Sitzen anbietet oder dann in den anderen Stadien, dass man nur die Sitzplätze anbieten und verkaufen kann, damit endlich wieder Ruhe und Ordnung in die Stadien kommen. Es darf in keiner Art und Weise ein finanzielles Problem sein, denn wenn Sie alle Investitionen nehmen, die Sie aufwenden müssen, um die Stadien oder neu zu bauen, dann müssen Sie daneben Menschenleben setzen und die Frage stellen, was ist ein Menschenleben wert? Welchen Effekt wird denn diese Katastrophe von Sheffield auf die Wiederzulassung der englischen Clubs zu den europäischen Pokalwettbewerben haben? Die europäischen Pokalwettbewerbe werden auf dem Niveau der Clubs ausgetragen. Es ist also eine Angelegenheit, die FIFA den Kontinentalföderationen, also in diesem Fall der UEFA, übertragen hat. Und deshalb muss die UEFA darüber entscheiden. Bei internationalen Spielen, insbesondere beim Weltcup, kann ja England mitmachen. Es wurde auch nach der Katastrophe vom Heysel von der FIFA nicht beschlossen, dass die englische Nationalmannschaft nicht antreten könnte. Aber riskieren Sie doch mal eine Vermutung. Wie wird denn die UEFA jetzt nach diesem
Desaster in Sheffield auf die Wiederzulassung der englischen Clubs reagieren? Also ich kann schon eine Vermutung wagen, und ich glaube, ich bin nicht weit weg von der wirklichen Lage. Ich glaube, dass nach dem, was jetzt passiert ist, würde niemand begreifen, dass man jetzt die Clubs zulässt. Außerdem ist es auch so, dass sehr wahrscheinlich dann der englische Verband von sich aus wieder beschließt oder auf Druck der Regierung, dass momentan vielleicht auf allen internationalen Verkehr im Fußball verzichtet wird. Vielen Dank, Herr Blatter. Vielen Dank auch den Kollegen in Zürich. Dankeschön, Herr Willig. Bayern München und Borussia Dortmund haben sich übrigens heute entschlossen, für die Hinterbliebenen der Opfer von Sheffield je ein Benefizspiel auszutragen. Das der Dortmunder findet am kommenden Freitag um 19 Uhr im Westfalenstadion statt, gegen Dynamo Moskau. Gegner und Termin des Bayern-Spiels sind noch nicht klar. 50.000 Mark haben die Münchner heute schon mal für den Hilfsfonds Sheffield zur Verfügung gestellt. Der Gegner am Mittwoch, der SSC Neapel, überweist ebenfalls 50.000 Mark. Die CDU ist in Bewegung geraten. Nach den Wählervoten in Berlin und Hessen ist die Zeit des Aussitzens erst einmal vorüber. In der vorigen Woche die Umbildung des Kabinetts, in dieser Woche Reparaturarbeiten am Programm. Blumen etwa. Mich eine Frau so liebte, würde ich